habe in grauer Vorzeit 1986 angefangen zu studieren, hier an diesem Institut Skandinavistik, und habe ansonsten noch Germanistik und Anglistik studiert und bin eigentlich auch in Köln geblieben, bis auf ein Jahr, das ich in Uppsala in Schweden studiert habe. Also bei mir war es so, dass ich den Abschluss gemacht habe 1993 und bin dann am Institut hier geblieben als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Relativ lange, 5 Jahre. Aber in diesen 5 Jahren habe ich auch gemerkt, dass die Universität nicht unbedingt mein Karriereziel ist und dass ich mich eigentlich umorientieren möchte. Und dann hat es sich eher durch Zufälle ergeben, dass ich etwas Kontakt zur Übersetzerszene bekommen habe. Ich habe jemanden kennengelernt, einen Schriftsteller, Aris Fioretos, der dann gefragt hat, ob ich etwas für ihn übersetzen kann. Dann ergab sich die Möglichkeit, ein bisschen Lyrik zu übersetzen. Das habe ich dann auch gemacht. Darüber ergaben sich Einladungen zu Übersetzerseminaren. Und da habe ich gemerkt, das ist A, etwas, was mir Freude bereitet, die Arbeit mit Sprache. Ich habe auch gemerkt, ich kann es. Das ist ja auch manchmal wichtig, dass man herausfindet, wo liegen die eigenen Stärken oder Schwächen. Daraus hat sich dann eigentlich diese Entwicklung ergeben, dass ich angefangen habe, Kontakte zu Verlagen zu knüpfen. Und als ich dann hier aufgehört habe, habe ich eigentlich nahtlos angefangen zu übersetzen. Naja, im Grunde begann sozusagen die Ausbildung mit 6 Jahren, als ich angefangen habe zu lesen. Und jedes Leseerlebnis, das man hat, ist eigentlich ein Schritt literarische Bildung, die man verinnerlicht und auf die man dann aufbauen kann. Im Studium kommt natürlich dann A, die Sprachkenntnisse dazu, die ich teilweise hier erworben habe, oder dann eben bei meinem Aufenthalt in Schweden. Dann kamen die Kenntnisse der skandinavischen Literatur dazu, sowohl älterer Literatur als auch neuere Literatur und Gegenwartsliteratur und die Auseinandersetzung mit diesen Texten. Also insofern lernt man hier im Studium systematisch mit Texten umzugehen, systematisch mit Sprache auch umzugehen, und das hilft einem nachher dann schon sehr, sehr weiter. Also zum einen ist es so, dass man für das literarische Übersetzen braucht man ein ganz spezielles Sprachgefühl. Es ist klar, man muss natürlich die Sprache, aus der man übersetzt, gut beherrschen, ob es jetzt Schwedisch, Norwegisch oder Isländisch ist. Man muss vor allen Dingen auch seine eigene Sprache sehr, sehr gut beherrschen. Man muss ein literarisches Interesse haben, ein Gefühl für Literatur. Aber es gibt bei den Literaturübersetzern, die ich kenne, da eine spezielle Art, mit Sprache umzugehen. Also man hat nicht unbedingt den Impetus, seine eigene Sprache zu vermitteln, sondern man sucht die Sprache des Originals. Man spricht in der Regel davon, dass man einen Ton finden muss, den es im Original gibt und den man im Deutschen dann eben wiedergestalten muss. Und das ist diese spezielle Art der Kreativität, die man braucht, um literarisch übersetzen zu können. Es ist ja kein klassischer Ausbildungsberuf. Man lernt nicht Übersetzer. Das gibt es nicht. Das heißt, es gibt im Grunde verschiedene Wege, in diesen Beruf hineinzukommen. Ich würde jedem raten, erst einmal zu versuchen herauszufinden, liegt mir das? Kann ich literarisch übersetzen? Das kann man schlicht und ergreifend so anpacken, dass man sich mal hinsetzt mit einem literarischen Text und versucht, ihn zu übersetzen. Der Deutsche Übersetzerfonds bietet aber auch für blutige Anfänger auf diesem Gebiet Seminare an, die genau dazu dienen sollen. Wenn man jetzt konkret einsteigen will in den Beruf, muss man in der Tat Klinken putzen, wie man so schön sagt. Also man muss Kontakte knüpfen zu den Verlagen. Dazu muss man sich vielleicht auch erstmal eine Vorstellung davon machen, was das für Verlage sind, mit denen man zu tun hat, was für Bücher für die vielleicht auch interessant sein könnten. Und dann muss man Kontakt suchen, und ein Weg, diesen Kontakt zu etablieren, ist, Gutachten zu schreiben. Die deutschen Verlage müssen ja informiert werden darüber, was in den skandinavischen Büchern steht.
Und diese Informationen holen Sie sich aus Gutachten, die geschrieben werden von Literaturstudenten oder auch von den Übersetzern. Und das ist eine gute Art und Weise für beide Seiten, einander kennenzulernen, zu schauen, wie ist das literarische Gefühl, passt das zusammen? Und daraus haben sich bei mir auch eigentlich die meisten Kontakte ergeben. Also ich glaube, zu den Soft Skills gehört schon dazu, dass man muss gut mit Menschen können. Man muss kontaktfreudig sein, man muss in der Lage sein, mit Menschen Kontakt aufzubauen, denn ob das Bücher machen, ist ganz klar eine Aufgabe, die im Kollektiv angepackt wird. Es gibt also Lektorinnen und Lektoren, mit denen muss man in Kontakt treten. Es gibt Literaturkritiker, die wollen manchmal auch etwas von einem. Man macht Lesungen, die man moderiert oder wo man auch die Texte liest. Und immer hat man mit ganz vielen Leuten zu tun und muss mit denen zurechtkommen. Da ist eigentlich die Skandinavistik insofern ganz schön, weil es ja ein relativ kleiner Kreis von Studierenden ist, sodass eigentlich auch da immer schon ein reger Austausch stattfindet, während bei den großen Fächern oft eine Masse zu den Vorlesungen kommt und dann doch relativ anonym ist. Ja, ich fand damals, dass man einfach einen sehr viel schnelleren Zugang auch zu den Lehrenden bekommt. Und im Bereich Skandinavistik sind die Hierarchien auch relativ flach. Auch zwischen den Studierenden und den Lehrenden sind die relativ flach, sodass man da auch relativ schnell als gleichberechtigt wahrgenommen wird.